Künstliche Intelligenz ist aus der Diskussion über die Zukunft der Arbeit kaum noch wegzudenken. Auch aktuelle Erhebungen zeigen, dass generative KI inzwischen in vielen Unternehmen eingesetzt wird. Allerdings nicht überall in gleichem Maße. Doch ob eine Organisation KI nutzt, ist nur die eine Seite. Die mindestens ebenso wichtige Frage ist, entsteht daraus tatsächlich ein Nutzen für die Organisation und die Beschäftigten? Studien zeigen, dass generative KI die Produktivität bei bestimmten Aufgaben steigern kann. In einer großen Feldstudie im Kundenservice profitierten insbesondere weniger erfahrene Beschäftigte. Solche Befunde lassen sich jedoch nicht automatisch auf jede Tätigkeit und jede Organisation übertragen. Entscheidend ist, wie die Technologie in die Arbeit eingebettet wird. Dafür müssen mindestens 3 Aspekte zusammenpassen. Erstens braucht es eine Aufgabe, bei der KI tatsächlich einen Mehrwert leisten kann. Zweitens benötigen Mitarbeitende die Kompetenz, Ergebnisse einzuordnen, zu prüfen und sinnvoll weiterzuverwenden. Und drittens müssen Arbeitsabläufe, Zuständigkeiten und Qualitätsstandards entsprechend gestaltet werden. Erst in diesem Zusammenspiel kann KI ihr Potenzial entfalten. Ebenso wichtig ist jedoch, wie Beschäftigte der Technologie gegenüberstehen. Beschäftigte erleben KI häufig ambivalent. Auf der einen Seite stehen mögliche Entlastungen, schnellere Abläufe und neue Lernmöglichkeiten. Auf der anderen Seite entstehen Fragen. Verändert oder gefährdet KI meine Tätigkeit? Führt der Wegfall einzelner Routinetätigkeiten tatsächlich zur Entlastung oder verdichtet sich dadurch die verbleibende Arbeit? Kann ich der Qualität der Ergebnisse vertrauen? Und wer trägt eigentlich Verantwortung, wenn Fehler entstehen? Diese Sorgen zeigen, wo Gestaltung notwendig ist. Eine verantwortungsvolle Einführung bedeutet deshalb, Unsicherheiten offen anzusprechen, Verantwortlichkeiten und Qualitätsstandards zu klären und geschützte Räume für eigene Erfahrungen zu schaffen. Und damit kommen wir zur nächsten Frage. Wie können Unternehmen KI in ihren Prozessen etablieren? Der Einstieg mit einzelnen Pilotprojekten ist sinnvoll, denn kleine und überschaubare Experimente ermöglichen Lernen bei begrenztem Risiko und erzielen sogenannte Quick Wins. Aus dem ersten Ausprobieren kann schrittweise eine tragfähige Routine entstehen. Ein konkreter Anwendungsfall wird erprobt, die Erfahrungen werden systematisch ausgewertet, geeignete Lösungen werden angepasst und anschließend in weitere Prozesse übertragen. Damit lässt sich ein erstes Zwischenfazit ziehen. Technologie allein reicht nicht aus. Damit KI im Arbeitsalltag wirksam wird, müssen Mitarbeitende Kompetenzen aufbauen, neue Routinen entwickeln und das Gelernte in ihre Arbeit transferieren. Daraus ergibt sich die Frage, wie müssen Weiterbildungen gedacht sein, damit dieser Transfer gelingt? Mein Name ist Katrin Eller. Ich bin Doktorandin am Lehrstuhl für Arbeits-, Organisations- und Sozialpsychologie von Professorin Dr. Simone Kaufeld. Ich untersuche, wie Veränderungsprozesse bei der Einführung generativer KI ganzheitlich gestaltet werden können. In diesem Video zeige ich, wie Weiterbildung über reine Wissensvermittlung hinausgeht und organisationale Veränderungen unterstützen kann, durch praxisnahe Lerngelegenheiten und Personen, die den Prozess als VeränderungsmacherInnen begleiten. Ein Blick auf die Entwicklung betrieblicher Weiterbildung hilft bei der Antwort auf die Frage, wie der Transfer gelingen kann. In vergleichsweise stabilen Arbeitsprozessen konnten Lernen und Anwenden stärker voneinander getrennt werden. In dynamischen Arbeitswelten reicht dieses Modell immer seltener aus. Gerade Technologien wie generative KI verändern Aufgaben, Rollen und Abläufe fortlaufend. Qualifizierung, Erprobung und Anwendung müssen deshalb enger ineinander greifen. Unsere Vision ist, Lernen stärker in der Organisation zu verankern und mit der konkreten Arbeit zu verbinden. Mitarbeitende lernen dann nicht nur vor einer Veränderung, sondern während und durch die Veränderung. Aus diesem Gedanken ist die Qualifizierung VeränderungsmacherInnen hervorgegangen. Einen wichtigen Ausgangspunkt bildete der 2019 gestartete Strategiedialog Automobilwirtschaft in Niedersachsen. In der Innovatorenrunde Arbeit und Qualifizierung entstand unter aktiver Mitwirkung von Professorin Simone Kaufeld die Idee, Mitarbeitende zu befähigen, Veränderungsprozesse im eigenen Unternehmen aktiv zu begleiten. Mit ihrer Ausgründung vor A-Site konnte Simone Kaufeld eine erste Version des Programms entwickeln und erproben. Das Konzept wurde anschließend in verschiedenen Forschungs- und Transferprojekten am Lehrstuhl erprobt und weiterentwickelt. Durch eine flexible Modulstruktur kann die Qualifizierung fortlaufend an neue Herausforderungen angepasst werden. Für den Veränderungsmacher KI im Rahmen der Projekte Miami und DICEC wurden neue Inhalte und Formate rund um die Einführung und Nutzung von KI ergänzt. Das Programm ist als etwa 6-monatige modulare Qualifizierung angelegt. Ziel ist es, Kompetenzen für die Gestaltung und Begleitung organisationaler Veränderungen aufzubauen. Motivierte Teilnehmende kommen als Tandem oder Triade aus einem Unternehmen, um sich gegenseitig zu unterstützen, unterschiedliche Perspektiven einzubringen
und die Umsetzung im Unternehmen gemeinsam voranzutreiben. Die Qualifizierung verbindet 3 Elemente: ein konkretes Transferprojekt aus dem Unternehmen, mehrere aufeinander aufbauende Module sowie eine begleitende Unterstützung durch Coaching, Austausch und Evaluation. Bereits im Vorbereitungsmodul wählen die Teilnehmenden gemeinsam mit ihren Führungskräften ein geeignetes Transferprojekt aus. Das Projekt wird von Anfang an mitgedacht, damit der Transfer des Gelernten in die Praxis gut gelingen kann. Im ersten Modul erarbeiten die Teilnehmenden die Bedürfnisse der Nutzenden, um diese in die Projektgestaltung einzubeziehen. Im zweiten Modul geht es um das Thema Widerstand gegenüber KI. Darauf aufbauend lernen Teilnehmende die motivierende Gesprächsführung kennen, die sie in praktischen Übungen erproben. Im dritten Modul stehen projektspezifische Fragen zu KI im Mittelpunkt, beispielsweise zu rechtlichen Rahmenbedingungen. Dafür wurden Expertinnen und Experten aus den Projekten Miami und DISEC eingebunden. Nach kurzen Impulsvorträgen konnten die Teilnehmenden projektspezifische Herausforderungen mit den ExpertInnen besprechen. Das vierte Modul behandelt Lernen und die Gestaltung wirksamer Schulungskonzepte. Denn wie wir mittlerweile wissen, ist Kompetenzentwicklung ein zentraler Erfolgsfaktor bei der Einführung von KI. Mitarbeitende brauchen nicht nur Wissen, sondern auch Möglichkeiten, den Umgang mit KI zu erproben. Den Abschluss bildet die Präsentation der Transferprojekte vor Gästen aus Wissenschaft, Praxis und Politik. Zwischen den Modulen unterstützen Projekt- und Netzwerkcoachings sowie eine optionale KI-Beratung die Umsetzung. Begleitende Befragungen und soziale Netzwerkanalysen helfen uns zu untersuchen, wie sich Kompetenzen, Zusammenarbeit und die Einbindung wichtiger Stakeholder entwickeln. Im nächsten Schritt sollen die Erkenntnisse aus der Evaluation systematisch in die Weiterentwicklung der Qualifizierung einfließen. Zusätzlich ist die Anreicherung um ein digitales Tool geplant, das die Teilnehmenden beim Transfer unterstützt. So wird die Qualifizierung kontinuierlich weiterentwickelt und Personalentwicklung mit Organisationsentwicklung verbunden. Zum Abschluss möchte ich 3 Gedanken festhalten. Erstens, der Nutzen von KI entsteht erst dann, wenn sie sinnvoll in konkrete Aufgaben und Arbeitsprozesse eingebettet wird. Deshalb denken wir nicht vom Tool aus, sondern von der Arbeit der Beschäftigten. Das heißt, welche wiederkehrenden oder belastenden Tätigkeiten lassen sich sinnvoll unterstützen? Zweitens, Akzeptanz und verantwortungsvolle Nutzung werden wahrscheinlicher, wenn Mitarbeitende Unsicherheiten ansprechen, Erfahrungen sammeln und die Gestaltung mit beeinflussen können. Und drittens, Weiterbildung wirkt nachhaltig, wenn sie den Transfer von Beginn an mitdenkt. Es geht also nicht nur darum, Wissen über KI zu vermitteln, es geht darum, Menschen zu befähigen, Veränderungen gemeinsam und reflektiert zu gestalten. Genau darin liegt die Rolle von Veränderungsmacherinnen und Veränderungsmachern. Wenn Sie sich für das Format interessieren, hinterlassen Sie uns eine Nachricht über unsere Website. Mehr Infos dazu und zu aktuellen Publikationen rund um den Veränderungsmacher finden Sie unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank!